Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fish It. Heute gucken wir uns nochmal ein bisschen den Plague Doctor an, beziehungsweise den Pest Doctor und deren Entstehungsprozess. Und vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon gesehen, aber im Blog von Shakes and Fish It auf der Webshop-Seite ist ein neuer Artikel bereits online gekommen vor 2 Tagen. Und hier wird nochmal auf die Erstellung einer neuen Klasse eingegangen, wie sie entsteht und wieso der Prozess davon ist und so weiter und so fort. Ein bisschen hatte ich euch davon ja schon mal gezeigt im Video, wo ich bei Playa gewesen bin. Dort konnten wir ja ein paar kleine Einblicke vorab schon dazu gewinnen, und hier ist nochmal alles im Detail. Ja, wir werden das jetzt nur ganz grob mal überfliegen, weil das ist relativ viel zu lesen. Wer das lesen möchte, kann natürlich sehr gerne auf der Webshop-Seite selbst vorbeischauen und sich das Ganze nochmal so ein bisschen durchlesen. Ja. Wie entsteht eine neue Klasse? Der Prozess der Erstellung einer neuen Klasse kann sehr einnehmend sein und umfasst in der Regel etwa 6 Schritte. Wir möchten diese gerne anhand von Beispielen veranschaulichen. Da haben wir einmal die Evaluationsphase hier, ja, die ungefähr 12 Monate vor Veröffentlichung der neuen Klasse beginnt. Stecken das Game Design Team, das Marketing und CEO die Köpfe zusammen, um die neue Klasse sorgfältig zu konzipieren, und überlegen sich, wie die Community sinnvoll einbezogen werden könnte. Ja, wahrscheinlich durch Abstimmungen etc. dergleichen. Die kommende Klasse einer Geschickklasse sein wird, und es war geplant, 6 verschiedene Varianten zu entwickeln. Einige davon wurden aus der früheren Umfrage übernommen, da sie ein starkes Interesse innerhalb der Community gezeigt haben. Dann haben wir hier einmal die Konzeptphase, die 9 Monate bevor die Klasse released wird, in die Wege geleitet wird. In der Konzeptphase, etwa 9 Monate vor Veröffentlichung, saß unser Game Design Team mit dem Entscheider-Team zusammen, um potenzielle Klassen zu brainstormen, die mit den festgelegten Parametern übereinstimmen würden. Ziel war es, 10 potenzielle Klassen zusammen mit ihren entsprechenden Fähigkeitskonzept zu entwickeln. Ja, wichtig dabei, die Realisierung einer Klasse muss machbar sein, die Klasse soll vermarktbar sein und die Klasse sollte spannend und nahtlos in das Shakes and Fish It Universum integrierbar sein. Dann haben wir einmal 8 Monate, bevor die Klasse kommt, die Entscheidungsphase. Ja, haben wir hier nochmal am Start. Vor der Veröffentlichung und nach der Auswahl von 6 Klassen für die Präsentation einer Community wurden die finalen Artworks fertiggestellt und ein vorläufiges Game Design erstellt. Dies umfasst die Entwicklung von groben Effekten, Animation, Balancing, während die finale Entwicklung in einer späteren Phase erfolgen wird. Ja. Dann haben wir einmal das finale Game Design, 7 Monate bevor die Klasse hier released wird. In dieser Phase, etwa 7 Monate vor Veröffentlichung, haben wir das Balancing finalisiert und erstes externes Feedback von der Alpha-Gruppe gesammelt. Wir haben nicht nur die Fähigkeit des Pest Doctors entwickelt, sondern uns auch intensiv damit auseinandergesetzt, wie der Pest Doctor mit bestehenden Klassen interagieren kann. Ja. Dann haben wir die Closed-Beta-Phase von 4 bis zu 2 Monaten vor Release. Beta-Tests 1 bis 3. Ja, wir sind ja jetzt momentan hier gerade auf dem Server in der ersten Beta, befinden wir uns jetzt momentan gerade. Hier sehen wir auch nochmal alles dazu erklärt, ne? Dass der Pest Doctor, wann der rauskommt, 2500 Spieler haben die Möglichkeit, ihn zu testen. Ja, und so weiter und so fort. Das Testen einer Klasse mit der Community kann bis zu 3 Iterationen umfassen. Für den Pest Doctor haben wir uns für 3 Closed-Beta-Phasen entschieden. Unser Ziel ist es, die Klasse gründlich zu verfeinern, um sicherzustellen, dass die finale Version nach Abschluss der letzten Closed Beta bei der Mehrheit unserer Spieler gut ankommt. Und dann haben wir quasi den letzten Monat, die Polishing-Phase, bevor das Ganze hier released wird. In der letzten Phase werden wir das neueste Feedback als Feinschliff an der finalen Version des Pest Doctors einarbeiten. Unser Qualitätssicherungsteam QA wird den Pest Doctor auf unseren Testservern gründlich testen
um alle Bugs zu identifizieren, die zuvor nicht gefunden oder durch die letzten Änderungen eingeführt wurden. Ja, sobald das QA-Team zuversichtlich ist, dass alle bestehenden Probleme identifiziert wurden und unsere Entwickler die gemeldeten Probleme behoben haben, arbeiten wir auf die Veröffentlichung der Version mit der neuen Klasse hin. Ja, was für eine Reise! Nach einem Jahr intensiver Entwicklung steht die neue Klasse endlich vor der Veröffentlichung. Ihr könnt den Pest Doctor voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres erwarten. Also hier auch nochmal dann die Message nochmal, Ende des Jahres kommt das Ganze raus. Ne? Welche Art von Feedback erwarten wir und wie könnt ihr es geben? Bei dem Beta-Test ist unser Hauptziel, das Gesamterlebnis bei Spielern der Klasse in ihrer aktuellen Version zu bewerten. Wir möchten feststellen, ob die Klasse gut ausbalanciert ist und ein angenehmes Spielerlebnis bietet. Ja, wie gesagt, lest euch das sehr gerne nochmal hier alles wirklich im Detail durch, wenn ihr da Interesse habt. Tauscht euch mit offiziellen Content Creators während ihrer Streams aus, um euer Feedback zu teilen. Diese Creator fungieren als Verstärker für ihre Communities und können einen erheblichen Wert bei der Aufnahme und Umsetzung von Feedback bieten. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch gestern in dem Video gefragt, als ich den Pest Doctor hier das erste Mal gespielt hatte auf dem Server, ob ihr ihn schon gespielt habt und falls ja, was ihr zu der Klasse sagt und wie ihr sie findet. Gestern haben wir auch nochmal kurz gestreamt gehabt und dort sind wir dann auch nochmal so ein bisschen auf den Pest Doctor eingegangen. Und dann habe ich dann auch nochmal im Chat nachgefragt, ob so Balancing-technisch alles so einigermaßen erstmal so in Ordnung scheint und so wie ich jetzt das Feedback der allgemeinen Community jetzt erstmal so aufgenommen habe, ist eigentlich, muss ich sagen, relativ positiv. Es gibt jetzt nicht viel, was man wirklich so beanstanden kann an der Klasse. Laut Community, jetzt das, was ich so mitgekriegt habe, was ich so aufgefasst habe. Ich persönlich muss auch sagen, mir würde jetzt im ersten Moment nicht wirklich irgendwas Gravierendes auffallen, was hier noch gebalanced werden müsste. Klar, vielleicht hier und da mal ein paar kleine Zahlen hier und so, ne? Aber ansonsten, ich glaube, was falsch angezeigt wird, ist hier in der Beta der Klassenbonus. Da haben wir hier 1,11. Ich glaube, das sollte normalerweise 11,1 oder sowas sein, laut der Werte. Wir haben hier nämlich auch einen Klassenbonus drauf, ne? Und das zeigt dann dementsprechend halt eben die Werte an von dem Pest Doctor. Aber ansonsten ist halt, wie gesagt, eigentlich alles tippitoppi, kann man nichts wirklich aussetzen. Und jetzt kommen halt eben noch 2 weitere Betas. Ne? Also bevor die Klasse released wird, final, kommen jetzt dann nochmal 2 weitere Betas, nachdem die hier zu Ende gegangen ist. Und da denke ich mal, sollten dann auch wirklich die letzten Feinheiten und die letzten Schliffe, sag ich mal, erledigt werden, bis das Ding halt wirklich dann auch so released wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so wenig Probleme gibt, schon jetzt in der Beta. Also da hat man wirklich schon gemerkt, dass sich vorab da schon sehr viel Gedanken über das Balancing auch gemacht worden ist, dass das Ganze hier einigermaßen okay rauskommt. Und deswegen bleibt es abzuwarten. Natürlich würde ich mich jetzt nicht als jemand dahinstellen und sagen, okay, ich bin jetzt hier Mr. Mathematiker himself und das muss jetzt noch da korrigiert werden und da muss der Code noch hier geändert werden und da muss noch irgendwie eine Zahl angepasst werden. Das natürlich nicht. Ich kann das mehr oder weniger jetzt nur so nach einem Bauchgefühl entscheiden, ne? So laienhaft, aber ich kann zumindest halt eben auch das Feedback der Community aufnehmen und so halt eben auch dann weitergeben. Und da sehe ich bisher eigentlich nicht wirklich viel Negatives, was jetzt bisher aufgetaucht ist, so zu der Klasse. Und deswegen, freue ich mich da auf jeden Fall drauf, bin zuversichtlich. Und ich hoffe mal, dass das mit weiteren Updates in Bezug auch jetzt auf Content-Updates, nicht nur Klassen oder so, weiterhin auch so stattfinden wird, dass zum Beispiel das QA-Team hinzugezogen wird, die Alpha-Gruppe
die halt eben nochmal ja, sehr viel versiertes Wissen hat, so, die ja auch aus der Community kommen, und halt eben die Content Creator, die halt eben auch nochmal dann rüberschauen und ihre Meinung da kundtun, ne, bevor halt eben irgendwelche Features einfach so rausgebracht werden, Hals über Kopf überstürzt werden. Und ja, das, wie gesagt, stimmt mich sehr positiv, dass da jetzt die Zusammenarbeit immer mehr zusammenwächst, so, und ja, man da am Ende des Tages dann einfach nur das Beste für das Spiel dann möchte, ohne dass da irgendwelche Sachen rauskauen werden, die überstürzt sein könnten oder so. Ne? Das möchte ja niemand, und ich denke mal, das wird auch so wie letztes Jahr nicht mehr passieren, weil, sind wir ehrlich, das letzte Jahr von SF, das war wirklich eins der, ja, schlimmsten, sag ich mal, was so neue Updates und sowas anbelangt. Ne? Das war schon ziemlich grenzwertig, sag ich mal. Das hat schon damals sehr viele Leute so aus der Community verscheucht, und das will man natürlich nicht nochmal irgendwie riskieren, dass man ja halt eben überstürzte Updates rausbringt, und ja, dass dann der Community gar nicht gefällt, was da eigentlich so passiert. Ne? Deswegen schätze ich das auf jeden Fall sehr, dass da jetzt ja, dass das Ganze jetzt wirklich mehrere Instanzen durchläuft, bevor sowas rauskommt, und ich hoffe, dass es auch weiterhin so beibehalten wird. Ne? Bis dahin sollte es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.